Hallo, willkommen zu einer sehr spontanen neuen Runde. Wie gesagt, diesmal sehr spontan. Ja, wieso, weshalb, warum? Hm, und zwar wollte ich mit euch über Folgendes sprechen, in Bezug auf das Video über die Angst, Fremdsprachen zu sprechen. Ich schätze mal, dass es jetzt nur Menschen betrifft, die auch selber Unsicherheiten haben, was das Sprechen angeht, egal ob das jetzt die eigene Muttersprache ist oder das Sprechen einer Fremdsprache. Ich habe gemerkt, vor 'n paar Tagen, erst, dass also, ich schätze mal, also, durch das viele Konsumieren von Videos, und es ist ja so, dass in den meisten Videos sehr viel geschnitten wird, sehr viele rausgeschnitten wird, Denkpausen rausgeschnitten wird, also alles, was ja das Sprechen auch ausmacht in 'ner normalen Kommunikation, wird ja für das Video bei vielen rausgeschnitten. Das Ding ist aber, ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid, aber ich habe doch gemerkt na ja, jetzt erst, das ist mir eigentlich gar nicht so aufgefallen, aber vor 'n paar Tagen ist mir endlich bewusst geworden auch, dass ich meine, die Videos, die wir uns nur auch anschauen, also die grade wenn es Videos sind, wo jemand direkt zu euch spricht, ja, wo ihr denjenigen auch seht, ja, also, und wenn da viel geschnitten wird, das ist ja wie 'ne normale Unterhaltung eigentlich, zwischen 2 Menschen. Hm, und also, es ist zumindest bei mir so, und mein Gehirn nimmt das auch so auf, so: „Aha, da ist jetzt jemand vor mir, der erzählt mir was“, und natürlich realisiere ich diese vielen Cuts dazwischen. Doch mein Kopf, der oder mein Gehirn, der nimmt dann so auf: „Okay, dieser Mensch hat grade flüssig gesprochen.“ Weil mein Gehirn realisiert ja nicht, oder nimmt das nicht so auf, dass eben die ganzen und Stotter und Versprecher rausgeschnitten wurden und dass der Mensch normalerweise gar nicht so spricht, so fließend, egal ob das jetzt in 'ne Fremdsprache ist oder in der eigenen Muttersprache. Und das fand ich irgendwie interessant, also für mich selbst der Gedanke: Was ist denn, wenn durch das regelmäßige und viele Schauen der Videos oder überhaupt Beiträge, hm, dass bei dass dadurch meine Unsicherheiten auch gefördert wurden, der Glaube, dass ich nicht gut genug spreche, dass ich so sprechen müsste wie der Moderator, der da grade vielleicht irgendwas vom Skript abliest, oder wie, der die YouTuberin, die 30 Mal in einer Minute, schneidet und alle und Räusper und was auch immer rausschneidet. Denn also, ich bin auch so 'n Mensch, ich, nehme sehr viel auch auf von meiner Umwelt und, ja, wie Kinder, ne, die orientieren sich ja auch ganz stark an ihrer Umgebung und wie die Menschen sprechen, wie sie kommunizieren, wie sie sich vielleicht bewegen und alles Mögliche. Und ich bin da auch so 'n Mensch, der da sehr anfällig dafür ist. Und da ich ja sonst so, aktuell nicht viel oder andere Interaktion habe mit Menschen, also und zumindest nicht so oft, ne? Ich meine, macht ja nur 'n Unterschied, ob ich jetzt, 'ne Stunde am Tag vielleicht oder 2 Stunden am Tag, 'ne menschliche Kommunikation habe, hm, als wenn ich jetzt, 5 Stunden oder so, verteilt, Videos schaue. Also, ich denke schon, dass das schon 'n Unterschied macht, und grade wenn man jetzt ja auf 'ne Woche hochrechnet und dann ganzes Jahr, dass das schon 'ne Auswirkung hat. Und da habe ich mich gefragt: „Ja, was ist denn das eben durch dieses viele Rausschneiden?“ Weil wir glauben: „Oh, wir müssten das wegmachen.“ Ja, dieser Räusper, der passt jetzt nicht. Und wie klingt 'n das, wenn ich mich jetzt verspreche, wenn ich nuschel, wenn irgendwas anderes ist, was aber eigentlich, total natürlich ist, und das braucht man nicht rausschneiden. Also, hm, ihr merkt's ja selber bei mir, also, ich nehme
Aufnahmen aktuell mit 'm Laptop auf. Ich versuche zwar so bisschen, ja, die Lautstärke höher zu machen, wenn meine Stimme vielleicht zu leise ist oder so, aber ich schneide nix raus. Also, weil ich mir einfach so denke, in einer normalen Unterhaltung könnte ich ja auch nicht einfach irgendwas auf meine Stimme rausschneiden. Da müsste man das ja auch ertragen, wenn jemand sich verhaspelt, irgendwas verschluckt oder was auch immer. Und dann nimmt man dem Menschen das ja auch nicht übel. Und ich finde, warum sollte man es im Internet jemanden übel nehmen, wenn er eben sich verhaspelt, was verschluckt oder es eben nicht in einen Rutsch oder so flüssig hinbekommt, wie das in welchen 'ne KI-Stimme machen würde. Denn das macht uns Menschen ja aus. Also, finde ich zum Beispiel, weil dadurch kommen ja auch wieder lustige Situationen zustande, wenn man eben, ja, sich aus 'n Reflex heraus irgendwelche neue Wörter ausdenkt oder ja, was auch immer. Das ist ja, was 'ne Unterhaltung ja auflockert. Anders als bei 'ner Roboterstimme, die eben einfach den Satz so vorliest, wie er da steht. Und das finde ich sehr interessant. Also, dass man sich selbst oder dass ich mich selbst, nicht nur deswegen fertig machen muss, weil lernen darf: „Ey, der Mensch da, auch wenn das jetzt so flüssig klingt, das ist nicht in einen Rutsch gesprochen worden.“ Und ich glaube, die wenigsten Menschen können wirklich einwandfrei fließend sprechen, wo kein Räuspern, kein Huggel, kein Husten, kein Versprecher, egal was, dazwischen ist, weil wir einfach Menschen sind und ich finde auch, das darf sein. Es ist in Ordnung und es macht ja auch ja das ja, Unterhaltung auch lebendig und da möchte ich einfach, ja, selber auch, hm 'n Teil davon sein und nicht dieses glatt gebügelte, einwandfreie: „Oh, wir zeigen jetzt bloß keine Makel und Fehler und vermeintliche Fehler, wohlbemerkt.“ Hm, denn das entfremdet, finde ich, uns ja auch von uns selbst. Denn im normalen Leben passiert das nun mal und ich finde, das darf auch im Internet so sein, ohne dass man sich dafür schämt und grübelt: „Oh mein Gott, wie habe ich denn das ausgesprochen? Das ist ja total peinlich“ und so. Nein, ist es nicht. Ja, das ist menschlich, es gehört dazu. Und vielleicht hilft dir doch dieser Gedanke, also auch da Bewusstsein zu schaffen, dass weil grade wenn man eben viel da konsumiert, glaubt man ja auch, okay, also automatisch nimmt man ja irgendwie auf, ne? Weil das ist ja unser Gehirn, schätze ich mal, ich bin jetzt keine Expertin da drinnen, aber, das Gehirn kann es nicht so verarbeiten in dem Sinne, dass es sich wirklich so bewusst ist, merkt: „Okay, derjenige, der hat grade 50 Mal geschnitten in einem Satz. Der hat seine ganzen Ems und Räusper rausgeschnitten“, sondern wir denken dann: „Okay, der Mensch, der spricht wirklich so fließend.“ Und wenn man an sich selber merkt: Okay, man selbst spricht ja nicht so fließend, dann denkt man gleich: „Okay, man kann etwas nicht, man kann nicht sprechen“ oder was auch immer, was aber nicht der Fall ist, ja? Und das ist, was mir zumindest jetzt, ja, Stück weit die Augen geöffnet hat und wo ich mich auch selber nicht mehr so klein mache oder glaube, dass was mit mir nicht stimmt, hm, weil es ist, wie gesagt, menschlich. Hm, ja, das wollte ich nur mal kurz mit euch teilen, meine Erkenntnis. Mich würde sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Ob ihr auch schon mal so 'ne Erfahrung gemacht habt oder ja, wie auch immer. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten, entlasse ich euch wieder in der Welt und danke, dass ihr mir zugehört habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten oder hören uns beim nächsten Video. Alter Frische. Ja, bis dann. Tschau.